Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein ganz einfaches, schnelles Pralinenrezept für euch, perfekt für Weihnachten. Ich finde, die Pralinen sind auch ein tolles, selbstgemachtes Geschenk. Und heute habe ich zwei Varianten für euch, solche Milchschokolade Trüffelpralinen und auch solche Kokospralinen, die sind mit dunkler Schokolade bedeckt und innen befindet sich noch ein Mandelüberraschung. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Erst werde ich die Basis für die Milchschokolade-Trüffeln vorbereiten und dafür werde ich die Milchschokolade ganz fein hacken, dann in eine hitzefeste große Schüssel geben und die Sahne auch dazu geben. Dann die Schüssel auf einem Wasserbad stellen und die Schokolade mit Sahne schmelzen lassen. Das sollte nicht mehr als 5 Minuten dauern. Dabei die Schokolade ab und zu rühren, so dass es gleichmäßig schmilzt. Dann, wenn es komplett geschmolzen ist, von Wasserbad nehmen und etwa 2 Stunden kalt stellen. In dieser Zeit werde ich auch die weiße Schokolade vorbereiten. Erst das gleiche, die Schokolade ganz fein hacken, dann auch in eine hitzefeste Schüssel geben, Sahne dazugeben und auch wie mit der Milchschokolade auf einer Wasserbad schmelzen lassen. Dann, wenn die Schokolade schön geschmolzen ist, werde ich noch den Kokosraspel dazugeben, kurz den Kokosraspel auch mit Schokolade vermischen, dann den Schüssel von Wasserbad nehmen und dann auch für etwa 2 Stunden kalt stellen. Nach 2 Stunden sollte die Schokoladenganache fest sein und dann können wir auch die Pralinen formen. Ich verwende dafür so ein kleines Eisportionierer, aber du kannst die Kugeln auch mit einem Esslöffel portionieren. Dann zwischen den Händen den Schokolade so rollen, bis es schön glatt geworden ist und du so einen schönen Kugel hast. Dann den Schokoladenkugel so im Kakao rollen, so dass es von allen Seiten schön bedeckt ist und nicht mehr klebrig ist. Dann habe ich die erst auf Backpapier gelegt, bis ich alle fertig hatte und danach nochmal im Kühlschrank kalt gestellt. Dann, wenn die Schokoladenpralinen fest geworden sind, kann man die in einer luftdichte Dose im Kühlschrank aufbewahren. Was ich dir noch empfehlen würde für beide Pralinen ist, eine wirklich qualitative Schokolade zu nehmen, die dir auch so schmeckt, dann werden dir die Pralinen auch schmecken. Wenn du möchtest, könntest du noch für extra Geschmack etwas Alkohol nach deinem Wahl dazugeben, Kaffeelikör oder Orangenlikör, oder du könntest auch etwas Zitrusfruchtabrieb zum Schokolade geben. Das gibt auch einen schönen Geschmack. In dieser Zeit ist auch die weiße Schokolade fester geworden. Erst werde ich aus dieser Masse Kugeln formen und danach weitermachen. Was ich gemerkt habe, ist, dass die Masse nicht komplett fest geworden war. Ganz mittig war die Masse noch etwas weich, aber ich habe es trotzdem geschafft, schöne runde Kugeln zu formen und dann beim Ruhen hier, wenn ich die ganze Masse vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass die Kugeln auch etwas fester geworden sind, obwohl es Zimmertemperatur war. Ich musste die Kugeln nicht nochmal kalt stellen, um mit dem Rest des Dekos weiterzumachen. Dann, wenn du die alle Kugeln fertig hast, können wir noch den Mandel dazugeben. Das ist natürlich optional, du kannst das auch weglassen. Ich habe in jeder Kugel so eine Mandel versteckt. Die Mandeln, die ich dafür verwendet habe, waren geschält, weil ich dachte, dass es geschmacklich so etwas besser passt. Dann habe ich dunkle Schokolade ganz fein gehackt und geschmolzen und danach alle Kugeln mit dunkler Schokolade bedeckt. Erst den Kugel so in Schokolade tauchen und dann etwas abtropfen lassen. So kriegt man einen ganz dünnen Schokoladenschicht auf den Pralinen. Dann die Pralinen auf einem Backpapier legen und die Schokolade kurz
fester werden lassen. Ich habe die Hälfte von den Pralinen erst mit Schokolade bedeckt und ich dachte, dass diese Zeit dann reicht, um die Pralinen noch mit Kokosraspeln zu dekorieren. Die Schokolade sollte an dieser Stelle nicht ganz flüssig sein, aber es sollte auch noch nicht fest sein, sonst bleiben die Kokosraspeln nicht mehr haften. Danach die Schokolade im Kühlschrank komplett aushärten lassen, bevor du die Pralinen in einer luftdichten Dose bewahrst. Beide Pralinen bleiben im Kühlschrank 2 bis 4 Wochen haltbar. Lass sie dir schmecken. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen. Ich habe solche Pralinen schon mehrmals gemacht. Diesmal habe ich die Milchschokoladepralinen ganz einfach gehalten, weil ich dachte, es gibt auch die keine Nüsse gerne essen oder die Schokolade einfach so ohne alles gerne essen. Deswegen wollte ich euch diese ganz simple Variante zeigen und ich finde, es sieht auch schön aus, einfach so mit Kakao dekoriert. Die zweite Variante, die mit weißer Schokolade und Kokosnuss und Mandeln, wurde von Raffaello etwas inspiriert, aber ich wollte es etwas anders machen. So, ich wollte unbedingt diesen dunklen Schokoladeschicht, weil ich liebe dunkle Schokolade und ich finde, es passt auch geschmacklich gut zusammen und so ist es auch eine andere Geschmackserlebnis. Wenn du aber etwas Gesundes machen möchtest, in dieser Art so Pralinen, aber eine gesunde Variante, habe ich auch ein sehr einfaches, leckeres Rezept für Erdnussbutterpralinen und das Rezept werde ich für dich noch hier verlinken. Und wenn du auf der Suche für Weihnachtsrezepte bist, dann werde ich dir alle meine leckeren Weihnachtsrezepte noch hier verlinken. Das hier war mein letztes Rezept dieses Jahr. Es hat mich sehr gefreut, alle meine Rezepte mit euch zu teilen und ich will mich von ganzem Herzen bei euch bedanken für die Unterstützung, an alle, die meine Rezepte getestet haben, für alle eure liebe Kommentare und ich freue mich schon auf nächstes Jahr und auf neue Rezepte. Den Rest des Jahres nehme ich jetzt für mich frei, für meine Familie und mich in Weihnachtszeit einfach etwas entspannen und auszuruhen. Aber keine Sorge, wenn du Hilfe brauchst und mir einen Kommentar schreibst, dann werde ich dir trotzdem in dieser Zeit auch antworten. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Ich wünsche dir und deiner Familie eine ruhige und schöne Weihnachtszeit. Hyvää joulua! Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.